Einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen mal wieder zu einem weiteren Vlog. Erstmal, ich habe mehrere Dinge heute, aber ich möchte euch natürlich als allererstes mal danken. Wir haben hier unfassbare 1000 Abos geknackt. Das ist insane viel und freut mich wahnsinnig, weil ja, im Endeffekt war der Kanal hier eigentlich bloß gedacht für, nun ja, gewisse Nutzerfragen, einfach mal ein paar spontane Ideen, die ich so habe, und es ist wahnsinnig. Ich freue mich mega, dass ihr so an meiner Meinung interessiert seid auch, weil der Kanal hier ist tatsächlich einfach nur ein Meinungskanal. Das ist jetzt nicht unbedingt was irgendwie euch einen Guide gibt oder so zum Coden führt oder irgendwie Coden beibringt oder sowas, aber ja, es ist eben eine Meinung. Und es ist der Hammer, dass ihr da so dran interessiert seid. Freut mich megamäßig. Also vielen Dank dafür. Und ja, Nummer 2 ist auch direkt darauf bezogen, das letzte Video war einfach insane, ja, es war einfach nur sick. Und zwar war das die Reaction, die wir letztes Mal gemacht haben über die Doku vom Y-Kollektiv, die echt verdammt gut angekommen ist. Das hat mich wahnsinnig gefreut. Vielen Dank dafür, vielen Dank auch dafür, dass ihr mir so Feedback gegeben habt, auch gewünscht habt, dass ich noch mehr Reactions mache, und auch vielen Dank dafür, dass mir der gute Herr oder die gute Dame, ich weiß es nicht, ich glaube, es ist ein Herr, mir diese Doku empfohlen hat. Kannst dich gerne mal unter dem Kommentar melden, falls du genannt werden möchtest. Ich weiß es nicht sicher. Oder auch wie du genannt werden möchtest. Aber ja, vielen Dank dafür. Und wer noch mehr Tipps hat, immer gerne her damit. Ich habe sehr, sehr viele Vorschläge tatsächlich auch schon wieder von euch bekommen, was mich natürlich auch wahnsinnig freut, weil ich da natürlich auch gerne auf eure Wünsche eingehe. Und ja, die sind natürlich alle sehr interessant. Aber ich kann leider nicht alle auf einmal machen. Deswegen suche ich mir immer mal so ein paar raus und nehme das dann auf. Beziehungsweise immer nur eins. Und ja, ich will euch nicht überfordern, ich will mich nicht überfordern. Der Kanal hier ist einfach bloß zum Spaß da. Und soll nicht irgendwie YouTube erfolgreich werden, sondern einfach nur quasi als Ergänzung zu meinem Hauptkanal für die Leute, die Interesse haben. So, ja, dann kommen wir zu den zwei eigentlichen Themen, oder eigentlich nur zu einem ganz kurz und dann zu dem eigentlichen Thema. Und zwar für die Leute, die nicht zum Friseur können. Na? Also Corona-Times ist klar, dass da nicht alle zum Friseur können, und es ist natürlich auch möglich, dass der Friseur völlig überlastet ist. Deswegen würde ich euch tatsächlich eine Cap empfehlen, wenn ihr Herren seid, und für die Frauen einen Pferdeschwanz tut's auch, falls die Haare zu lang werden. Oder für die Herren mit langen Haaren funktioniert ein Pferdeschwanz natürlich auch. Aber meine Haare sind zu kurz, aber trotzdem zu lang. Das heißt, ich müsste sie eigentlich dringend schneiden, und ich habe ehrlich gesagt zu viel Respekt davor, mir die Haare selber zu schneiden. Deswegen nehme ich einfach eine Cap. Funktioniert wunderbar. Okay, jetzt zum eigentlichen Thema. 3 Minuten in, aber ja, macht nichts. Und zwar hat mich jemand gefragt, wie fühlt es sich eigentlich an, so unfassbar gläsern zu sein und ein YouTuber zu sein. Im Endeffekt könnte man ja mit meinem ganzen Bildmaterial, Tonmaterial alles machen. Ja, man könnte mit einer KI meine Lippen oder mein Face so animieren, dass es realistisch aussieht, dass ich was anderes sage, was eigentlich jemand völlig anderes gesagt hat. Und man könnte mit einem Voice Synthesizer theoretisch meine Stimme trainieren. Und ja, Videomaterial bzw. Stimmmaterial gibt es wahrscheinlich genug dafür. Das heißt, man könnte höchstwahrscheinlich jedes Video von mir ins Internet bringen, was man möchte. Das ist aber nur ein Aspekt. Natürlich gebe ich ja auch sehr viel Preis, und sehr viele Leute wissen dann darüber Bescheid. Und ja, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt leicht zu verdauen, aber selbstverständlich habe ich mir darüber meine Gedanken gemacht. Ich will euch einen kleinen bisschen historischen Ausblick geben. Und zwar, ja, tatsächlich habe ich ja noch gar nicht so lange mein Gesicht eigentlich veröffentlicht. Tatsächlich ist es so, dass bevor ich auf der Gamescom war, niemand von euch wissen konnte, wie ich aussehe, weil ich überhaupt keine Bilder ins Internet gestellt habe. Weder auf meinem privaten Facebook-Profil noch auf meinem, gut, privates Instagram habe ich nicht, und auch nicht irgendwo anders, also auch nicht über WhatsApp oder Telegram oder sowas. Da hatte ich auch kein Bild drin, habe ich immer noch nicht. Der Grund ist, ich sehe irgendwie nicht so den Vorteil davon, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, ich verstehe nicht, warum man das unbedingt braucht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe bei der Gamescom tatsächlich einen Vortrag gehalten, und dort hattet ihr die Möglichkeit, mich besuchen zu kommen. Sprich, dort konntet ihr dann tatsächlich auch hergehen und mit mir ein Selfie machen, was ein paar von euch gemacht haben, was übrigens sehr, sehr cool war. Und dann konnten wir auch dort zusammen ein bisschen reden, und dann habt ihr natürlich auch mein Bild dort gesehen. Ja? Also mich live gesehen, logischerweise. Und ich mache auch Kurse für manche Hochschulen. Das heißt, ich habe für für Barcelona bin ich bei einer Hochschule, und dort habe ich tatsächlich auch ein Bild drin, was dann irgendwann mal auf dem Discord gefunden wurde, was übrigens ein nicht so geiles Bild ist, leider, muss man einfach so sagen. Das war irgendwie eine sehr interessante Fotografenerfahrung. Ich mag das eigentlich nicht, mich zu fotografieren oder auch aufzunehmen. Aufzunehmen geht einigermaßen noch,
weil es da nicht ein Bild ist, was dich komplett definiert, sondern du kannst halt wirklich du sein und ein Video dazu machen quasi. Aber einzelne Fotos sind furchtbar für mich. Das heißt, irgendwann war ich dann tatsächlich öffentlich. Ich habe einen Kurs bei der Frankfurt School gemacht zu Bitcoin, den ihr übrigens in ähnlicher Form auch auf meinem Kanal findet, zumindest einen kleinen Teil davon oder einen Teil davon. Das heißt, gerne mal reingucken. Aber ja, das ist dann natürlich auch mit Gesicht gewesen, weil ich dort tatsächlich auch vor der Kamera stand und die Folien seitlich so eingeblendet sind. Das heißt, mein Gesicht wurde irgendwann immer öffentlicher und öffentlicher. Und natürlich ist das so ein bisschen kritisch. Aber, und das ist ein großes Aber, warum ich mich letztendlich dafür entschieden habe, eigentlich kann jeder alles von mir haben, was er möchte. Ja? Also im Endeffekt, das ist nicht, weil ich das möchte, sondern weil es einfach technisch möglich ist. Ich habe natürlich ein Android-Smartphone, weil iPhone für mich irgendwie nicht in Frage kommt, weil viel zu teuer und weil einfach die meisten Custom-Builds zu viel Aufwand sind. Das heißt, ich versuche das Ganze so zu balancen zwischen Workflow und Arbeit und dann natürlich auch noch einigermaßen Anonymität zu wahren. Und das ist gar nicht so einfach, wie eine kleine gewisse Geschichte zeigen kann. Ich habe zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen habe ich mit meiner Freundin geredet, ob jetzt was eigentlich besser ist, ja, so quasi einen Lappen zu benutzen oder ob man Zewa benutzen soll. Und dann ist natürlich wieder so die klassische Diskussion, Lappen ist halt einfach voll mit Bakterien und ein Zewa ist halt danach im Mülleimer, sprich scheiße für die Umwelt, ja, wenn man so sagen möchte. Und tatsächlich, also ich will euch jetzt nicht genau in die Details einweihen, darum geht es eigentlich auch gar nicht. Tatsächlich habe ich aber am selben Abend habe ich auf Twitter Werbung bekommen für Papierrollen. Papierrollen auf Twitter, Werbung. Und das hat mich so hart komisch, ja, also das war so ein Mindfuck für mich, weil ich davor noch nie Werbung für Papierrollen bekommen habe oder Zewa oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Ja, diese Papierdinger, mit denen man sauber machen kann. Habe ich noch nie bekommen. Ich kriege normalerweise Gaming-Werbung und IT-Werbung und Monitoring für IT-Systeme, so Zeugs, ja. All diese Dinge kriege ich normalerweise. Und jetzt kommt genau an diesem Abend eine Papierrollenwerbung. Die müssen die Kamera bzw. das Mikrofon angezapft haben, obwohl sie eigentlich keine Berechtigung dazu haben. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Ansonsten wäre das ein zu harter Zufall. Und ich habe schon mehrere Zufälle in diese Richtung erlebt. Deswegen ist es unwahrscheinlich, dass dann auch hier alles nur ein Zufall ist. Deswegen glaube ich da tatsächlich, ja, wir sind sowieso so gläsern, wenn wir uns einigermaßen auf die Technik einlassen, dass wir gar nicht mehr drum rumkommen, wirklich gläsern zu sein mittlerweile. Und ja, das führt natürlich zu all diesen ganz tollen Themen, wie zum Beispiel Selbstzensur, wie zum Beispiel, dass man sich nicht mehr frei äußern möchte, wie zum Beispiel, dass man sein Handy dann im Arbeitszimmer liegen lässt, was ich tatsächlich tue manchmal, und dann private Gespräche ohne das Handy führe. Wie zum Beispiel auch dazu, dass ich einen anonymen Browser unter Linux natürlich verwende. Das habe ich in meinem anderen Video schon geklärt, welchen Browser ich verwende, und das ist gar nicht so einfach. Aber ich grenze tatsächlich mein Privatleben in den Normalfällen ab von meinem beruflichen. Das heißt, ich habe normalerweise privat ein völlig anderes Setup als beruflich. Und wenn dann halt mal mein Handy da ist, was halt leider hin und wieder vorkommen kann, was leider sehr, sehr oft vorkommt, weil ich irgendwie halt abends auch noch wichtige Nachrichten kriege, die ich dann teilweise beantworten muss, dann nimmt mein Handy scheinbar auch mal private Konversationen auf. Was ich nicht geil finde, was aber wahrscheinlich jeden von euch betrifft. Denn ja, die Sprachaktivierung ist sowieso drin. Und Amazon Echo, die Stories kennt ihr wahrscheinlich auch, dass da tatsächlich Mitarbeiter schon hergegangen sind und ja, die ganzen Sachen von Hand ausgewertet haben, weil Spracherkennung nicht gut genug war. Ist nicht geil, aber das ist unsere heutige Welt. Herzlich willkommen in 2020 und ja, ich musste tatsächlich gerade gucken, welches Jahr wir haben, aber ist halt nicht so toll. Aber dementsprechend, ob ich jetzt meine persönlichen Informationen sinnvoll mit der Öffentlichkeit teile, sprich, ich zeige euch mein Gesicht, ich gebe euch vielleicht Ratschläge, die ihr sucht, und ich versuche euch in die Technik ein bisschen einzuweisen und versuche euch in eine sinnvolle Richtung zu bringen, das ist mir viel mehr wert, als dass irgendwelche Firmen mir fucking Papierrollenwerbung geben können, okay? Deswegen ist das tatsächlich hier der Grund gewesen, warum ich mich früher oder später dafür entschieden habe, weil ich der Meinung bin, man kann, das ist eine ziemlich fatalistische Meinung, aber man kann sowieso nicht mehr wirklich was dagegen tun, außer seine Geräte wirklich abzuschotten. Und ich bin mir bei meinem Fernseher auch nicht ganz sicher, ob der nicht zuhört. Da gab es auch irgendwann mal eine Sicherheitslücke in dem Hersteller meines Fernsehers, ich will den Namen nicht sagen,
die tatsächlich irgendwie sowas sagte wie, ja, im Endeffekt kann jeder in deinem WLAN die Audio bzw. das Mikrofon deines Fernsehers abhören. Und ich dachte mir so, mein Fernseher hat ein Mikrofon, warum braucht der ein Mikrofon? Was zur Hölle? Ja, das heißt, am liebsten in einen Raum gehen, der völlig schallisoliert ist und dann sich komplett abschotten von irgendwo von außen. Und wisst ihr, was da noch möglich ist? Es ist nämlich dann noch nicht vorbei. Wenn jemand euch wirklich hart überwachen möchte, dann kann der tatsächlich ans Fenster, also nicht bei euch im Haus ans Fenster, sondern irgendwo anders in irgendein anderes, einfach auf der Straße stehen quasi und eine spezielle Kamera auf euer Fenster richten. Und wenn ihr dort irgendwo Pflanzen stehen habt, dann kann man anhand der Schwingungen der Pflanzen, das ist jetzt leider ohne Quelle, weil ich nicht mehr weiß, wo ich das mitbekommen habe, aber das hat mir irgendwer mal im Informatikstudium gesagt. Das heißt, es ist schon ein paar Jährchen her, okay? Das heißt, die Technik ist besser geworden seither. Man kann anhand der Schwingungen der Blätter tatsächlich ablesen, was ihr gesagt habt. Also ihr wisst, was ich sagen möchte. Es ist nicht mehr wirklich möglich, komplett anonym zu sein. Ich glaube, das sicherste, wie man noch anonym sein kann, ist tatsächlich im Internet zu surfen. Was ein bisschen weird ist, wenn man sich das mal so überlegt. Einfach den Tor-Browser anmachen und man ist anonymer, als wenn man einfach nur sein alltägliches Leben läuft, weil das Handy einen einfach trackt, wo man gerade ist, weil Amazon zuhört, welche Gespräche man führt, weil irgendwelche Menschen eure Pflanzenvibrationen analysieren können und sagen können, was ihr gesagt habt, weil ja, eure Gespräche natürlich so relevant sind für alle Menschen da draußen. Aber nun gut, deswegen versuche ich ein bisschen relevante Gespräche nach außen zu führen, die dann auch wirklich dafür gedacht sind, für die Öffentlichkeit zu sein. Und da ist es mir auch völlig egal, wo ist es? Achso, ja, ich nehme mit meinem Handy auf, ich bin doof. Okay, wenn jemand mir quasi zuhört, weil mein Handy soll mir ja zuhören. Alles klar, das war es eigentlich von meiner Seite schon wieder. Ist eine ziemlich düstere